Wir haben ein neues Level erreicht. Noch gar nicht so lange zugelassen. Andere Kategorie. Oh gosh. Wahnsinnig müde, wahnsinnig schwer mit der Schule zu vereinbaren. Ich lag einfach nur noch flach. Es ging einfach nicht mehr. Wir haben ein neues Level erreicht. Ben Lister 2.0. Das ist eine Riesenpackung. Ja, aber es hat mir super gut geholfen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es dieses Medikament gibt. Wollen wir mal schauen, was drin ist. Es ist jetzt nämlich so, dass man auch eine Größe von der Ben Lister Packung erhält, wo für 3 Monate das Medikament drin ist. Da sind dann 3 von diesen Boxen drin. Zack, so sieht das aus. Da sind dann für 1 Monat 4 von diesen Pens drin. Und wie immer die Gebrauchsanleitung. Gebrauchsinformation. Schön alles zusammengeklebt. Uiuiui. Yep. Oh gosh. Manchmal glaube ich, ist es nicht so gut, alles zu wissen, was hier drin steht, aber es ist auch verkehrt, gar nicht zu wissen. Es ist jedenfalls auch nochmal schön gezeigt, wo man das Ben Lister spritzen kann. Hier in Bauch und Oberschenkel. Am Anfang hat mich das sehr gegruselt. Diese ganzen Nebenwirkungen und Anleitungen. Aber was zur Hölle ist überhaupt Ben Lister? Das Ben Lister ist ein Medikament, das noch gar nicht so lange zugelassen ist für die Behandlung vom systemischen Lupus. Und es ist eine andere Kategorie von Medikament als die allgemeinen Immunsuppressiva. Immunsuppressiva sind Medikamente, die dafür verantwortlich sind, dass unser ganzes Immunsystem in seiner Funktion gedämpft wird. Alle Zellen, die zum Immunsystem gehören, egal ob wir sie brauchen oder nicht, und egal ob sie für den Lupus verantwortlich sind oder nicht, sie werden einfach in der Funktion gehemmt. Das ist erstmal eine Auswirkung auf die Erkrankung, dass sie hoffentlich nicht mehr so aktiv ist und so aggressiv verläuft, aber hat halt auch den Nachteil, dass wir viel anfälliger für Infektionskrankheiten sind und dass auch einfache Infektionskrankheiten schwerer verlaufen, als sie es normalerweise tun würden. Und das Ben Lister ist jetzt ein Medikament, das zu der sogenannten Gruppe der Biologicals gehört. Bei den Biologicals ist es so, dass sie aus Zellen hergestellt werden, die eben zum Beispiel auch von menschlichem Ursprung sind. Und dort werden Antikörper produziert, die dann aus einer Zelle immer mehr gebildet werden. Und der Vorteil von den Biologicals ist, dass sie eben nicht wie die allgemeinen Immunsuppressiva das gesamte Immunsystem unterdrücken, sondern dass sie selektiv an einzelnen Zellen ansetzen. Und das Ben Lister hat halt die Funktion, dass es die weißen Blutzellen in ihrer Funktion hemmt. So sind beim Lupus die weißen Blutzellen autoreaktiv, das heißt, dass sie im Endeffekt den eigenen Körper angreifen. Alle Zellen im Körper können beim Lupus angegriffen werden, insofern sie einen Zellkern haben. Weil das Ben Lister eben gerade diese Selektivität hat im Vergleich zu den anderen Immunsuppressiva, ist es auch ein Vorteil. Ich merke vom Ben Lister, wenn ich es mir gespritzt habe, dass ich sehr müde werde. Ich spritze mir abends Ben Lister, bevor ich schlafe. Und nach einer Dreiviertelstunde merke ich, dass ich wahnsinnig müde bin und dann schlafe ich eigentlich auch schon ein. Das heißt, so viel merke ich davon eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich bin sehr froh, dass wir das Ben Lister bei mir beginnen konnten, weil ich meinen Lupus ja schon sehr zeitig bekommen habe, im Alter von 12 Jahren. Behandelt wurde ich ab meinem 16. Lebensjahr und nochmal richtig schlimm wurde es bei mir im Alter von eigentlich auch schon wieder 17 Jahren. Da ist der Lupus so stark geworden, dass ich am Tag vielleicht noch 2 Stunden wach war. Den Rest habe ich einfach nur noch geschlafen, weil überhaupt keine Energie mehr da war. Es ging gar nichts mehr. Ich hatte Schmerzen, ich hatte Sehstörungen und alles ist einfach immer weiter fortgeschritten. Was im Endeffekt bedeutet hat, dass die Therapie, die wir damals angefangen haben,
nicht ausgereicht hat. Die Kortisonstöße haben nicht ausgereicht. Die Immunsuppressiva, die wir angefangen haben, nicht gereicht. Und es war zu wenig. Das heißt, wir mussten die Therapie eskalieren. Und das Problem war, dass Benlysta erst ab der Volljährigkeit zugelassen ist. Ich war damals 17 und wir mussten einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, dass die Kosten für das Benlysta übernimmt. Benlysta ist ein super teures Medikament. Damals war es noch teurer, als es heute ist. Die Krankenkasse hat zugesagt, dass sie das Medikament übernimmt. Es hat eine Weile gedauert, bis das Benlysta bei mir gewirkt hat. Es waren wirklich lange, es waren 6 Monate. Und nach diesen 6 Monaten hat man gemerkt, dass bei mir auch die Antikörper wieder gesunken sind. Das heißt, die Krankheitsaktivität ist zurückgegangen. Ich bin wieder belastbarer geworden. Und vor allen Dingen hatte ich mehr Stunden am Tag, an denen ich auch wieder wach war. Wir haben das jeden Monat einmal als Infusion gegeben und die Infusionen fand ich sehr, sehr anstrengend. Die musste ich in der Zeit vom Gymnasium, als ich noch in der Kinderklinik war, konnte ich nachmittags ins Krankenhaus gehen und dann hat das teilweise bis wirklich spät abends gedauert. Die eigentliche Infusion nur eine Stunde, aber dieser ganze Aufnahmeprozess einfach ewig. Danach war ich total kaputt, ich hatte Schmerzen, war gereizt. Teilweise musste ich nebenbei noch lernen. Das war wirklich eine sehr harte Zeit, weil ich in der Abiturphase war. Ich wollte das noch machen, das Abitur, und musste halt dann eben einmal im Monat noch zu den Infusionen. Es war wahnsinnig schwer mit der Schule zu vereinbaren, weil die Infusionen auch wirklich einfach den Tag total zerstört haben und den Tag danach auch. Ich lag einfach nur noch flach und mir ging es nicht gut und ich hatte Kopfschmerzen und war einfach geschafft. Einmal habe ich auch reagiert auf das Benlysta und wir haben dann eine Prämedikation begonnen, das Phenestil, das auch sehr, sehr müde macht, und gerade auch in meiner Abiturzeit war es wirklich hart. Das Phenestil lief hinein und ich habe einfach nur noch gemerkt, wie die Zeilen vor mir verschwommen sind, wie einfach die Müdigkeit so stark geworden ist, dass ich nicht mehr lesen konnte, und ich wollte eigentlich weitermachen, aber es ging einfach nicht mehr. Von wegen fürs Abi lernen oder was weiß ich, das ging dann auch alles überhaupt nicht mehr. Das war wirklich eine harte Zeit. Das Ganze habe ich durchgezogen bis zum Studium und habe im Studium auch immer einmal im Monat meine Infusion bekommen. Ich bin so froh, dass es seit einem Jahr jetzt in Deutschland die Möglichkeit gibt, dass man sich Benlysta selber spritzen kann mit so einem Pen. Spritzt man sich das subkutan, also unter die Haut. Das ist für mich so eine Erleichterung. Ich kann es mir spritzen, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Ich kann mir das selber aussuchen. Ich kann es mir abends spritzen und dann einfach schlafen. Und Leute, es erleichtert mir das Leben wahnsinnig. Ich habe als einzige Nebenwirkung, was ich glaube, was von Benlysta kommt, ist, dass ich so eine moderate Muskelschwäche habe. Das merke ich beim Sport zum Beispiel, dass ich bestimmte Übungen nicht mitmachen kann und dazwischendurch immer auflockern muss. Aber ansonsten hat Benlysta meine Belastbarkeit gesteigert und ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese Chance bekommen haben, das schon auch so zeitig wirklich anzufangen und dass ich nicht warten musste, bis ich über 18 Jahre war, damit ich regulär das Medikament von der Krankenkasse bekommen kann. Ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, dass ich in dem Video wirklich nur über meine Erfahrungen spreche und das, was ich generell erlebt habe mit Benlysta, ersetzt auf keinen Fall das Gespräch mit einem Arzt und mit jemandem, der da wirklich erfahren ist. Es ist einfach nur Erfahrungswerte von meiner Seite. Ich danke euch wirklich recht herzlich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, bleibt dran. Es sind schon wieder so viel mehr von euch dazugekommen. Das ist wirklich einfach spitze. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was euch interessiert zum Thema Lupus, zum Thema, wie ich meinen Alltag gestalte oder was auch immer, dann schreibt mir einfach. Ich habe oben mein Instagram verlinkt. Dort könnt ihr mir einfach auch schreiben. Und bis zum nächsten Video.